Die Entwickler haben gestern weitere Informationen zur Item-Wiederherstellung bekannt gegeben und über die weiteren Pläne zu Patches und Balancing-Änderungen gesprochen. In diesem kurzen Video zeige ich euch, was ihr erwarten könnt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um News, Infos und Guides zu Outriders. Bleibt doch gerne mit einem Abo dabei und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos oder Livestreams mehr verpassen wollt. Apropos Livestream, ich bin jetzt gleich wieder live auf YouTube, also schaut doch gerne mal rein und lasst uns gemeinsam zocken. Bis gleich. Nachdem es in den letzten Wochen viele negative News zu Outriders gab, hat sich die Situation mittlerweile etwas verbessert und auch heute habe ich wieder gute Neuigkeiten für euch. Die Entwickler haben gestern bekannt gegeben, dass der letzte Patch die Erwartungen erfüllen konnte und scheinbar keine weiteren Inventory Wipes aufgetreten sind. Deshalb steht jetzt die Item-Wiederherstellung an und Spieler, die davon betroffen sind, können schon sehr bald wieder mit ihren Charakteren spielen und erhalten ihre Gegenstände besser als erwartet zurück. Die Entwickler versprechen, so viele verlorene Items und Auszeichnungen wie möglich wiederherzustellen und dass Charaktere, mit denen ihr euch aktuell nicht einloggen könnt, nach der Wiederherstellung wieder spielbar sein werden. Die wiederhergestellten Gegenstände werden außerdem dieselben Attributskombinationen haben wie vorher, mit einer kleinen Änderung. Alle wiederhergestellten Gegenstände werden God-Rolled sein, also Gegenstände mit den höchstmöglichen Werten. Dadurch ist sichergestellt, dass die Gegenstände, die ihr erhaltet, mindestens genauso gut sind wie die ihr verloren habt, wahrscheinlich aber sogar besser. Außerdem werden die Gegenstände auf dem höchsten verfügbaren Ausrüstungslevel wiederhergestellt. Dabei werden sowohl die Weltstufen als auch die Expeditionsränge berücksichtigt. Wenn euer Charakter beispielsweise schon Expeditionen auf Rang 15 freigeschaltet hat, werden alle wiederhergestellten Gegenstände auf Stufe 50 sein. Bei der Wiederherstellung werden die Spieler in 3 verschiedene Gruppen unterteilt. Gruppe A sind die Charaktere, die ihr Inventar verloren haben und sich nicht mehr einloggen können. Bei dieser Gruppe werden alle Gegenstände wiederhergestellt, die ihr zum Zeitpunkt des Wipes ausgerüstet hattet. Dabei ist es egal, welche Seltenheitsstufe diese hatten. Auch alle legendären Gegenstände aus eurem Inventar werden wiederhergestellt und insgesamt 20 nicht legendäre Gegenstände, welche nach Seltenheitsstufe und dem Zeitpunkt, wann ihr diese erhalten habt, priorisiert werden. Also werden bei diesen 20 Gegenstände bevorzugt die epischen Gegenstände, die ihr zuletzt erhalten habt, wiederhergestellt. Außerdem werden alle Auszeichnungen wiederhergestellt, die ihr komplett abgeschlossen habt. Auszeichnungen, welche ihr nur zum Teil abgeschlossen habt, können aber leider nicht wiederhergestellt werden. Gruppe B sind Charaktere, die ihr Inventar verloren haben, sich aber weiterhin einloggen können. Diese Gruppe macht nur einen kleinen Teil aus und bei den Betroffenen werden 20 legendäre Gegenstände aus dem Inventar wiederhergestellt und alle Auszeichnungen, die komplett abgeschlossen wurden. Ob auch Gegenstände aus dem Lager oder verlorene Ressourcen wiederhergestellt werden, wurde in dem Reddit-Post nicht erwähnt. Aber ein Mitarbeiter von Square Enix hat einem User geantwortet, dass ihr auch die Items aus dem Lager zurückbekommt. Die Entwickler haben Sicherheitsmaßnahmen getroffen, welche verhindern sollen, dass Gegenstände bei einem vollen Inventar nicht wiederhergestellt werden können, aber empfehlen trotzdem, dass ihr vor der Wiederherstellung für ausreichend Platz in eurem Lager sorgt oder euch neue Charaktere mit leerem Inventar erstellt, vor allem wenn bei euch mehrere Charaktere vom Wipe betroffen waren. Einen genauen Zeitpunkt gibt es für die Wiederherstellung leider noch nicht und People Can Fly entschuldigen sich dafür, aber sie wollen vorher sicherstellen, dass die Wiederherstellung einwandfrei funktioniert und nicht weitere Probleme bei einzelnen Spielern verursacht werden. Sie arbeiten aber mit Hochdruck daran und ein genauer Termin für die Wiederherstellung wird in Kürze folgen. Nachdem die Wiederherstellung abgeschlossen ist, werden Spieler, die von den Serverproblemen zum Launch betroffen waren, ein Dankespaket erhalten, worauf ich bereits in einem meiner letzten Videos eingegangen bin. Was dieses Paket genau beinhaltet, könnt ihr euch über die Infokarte ansehen, welche ich jetzt einblende. Spieler, die von einem Inventar-Wipe betroffen sind, bekommen außerdem ein weiteres Paket, zu dem noch weitere Infos folgen werden. Zum Schluss haben People Can Fly noch kurz über weitere Patches und Balance-Änderungen gesprochen. Wirklich detaillierte Infos gibt's dazu nicht,
außer dass an weiteren Patches gearbeitet wird, welche eine Vielzahl von Bugs beheben sollen und die Performance verbessern werden. Und sie machen darauf aufmerksam, dass sie unser Feedback zu den letzten Balance-Änderungen nicht vergessen haben und weiter daran arbeiten. Außerdem werden wir in naher Zukunft mehr Informationen zu den Hintergründen der Balance-Änderungen erhalten und mehr über die Pläne für das allgemeine Balancing erfahren. Was haltet ihr von den Plänen zur Wiederherstellung? Seid ihr damit zufrieden oder hättet ihr euch was anderes gewünscht? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und wenn ihr für mehr Outriders Content ein Teil der Community werden wollt, dann lasst mir doch jetzt noch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Im nächsten Video werde ich euch dann mein Devastator Build vorstellen, den ihr natürlich auch gleich um 21 Uhr live hier auf YouTube in meinem Stream sehen könnt. Das war's jetzt erstmal wieder von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.